Dieses Stollenrezept aus meiner Kindheit ist genial. Der Stollen ist schnell und einfach gebacken. Alle Zutaten können direkt auf einmal zusammengemischt werden. Aus dem wunderbaren Teig ohne Wartezeit 2 Stollen formen und direkt backen. Nur noch mit Butter bestreichen und mit Zucker überziehen. Fertig. Und das Beste, wenn du magst, kannst du ihn dann bereits direkt anschneiden. Christstollen sind für mich der Inbegriff von Weihnachtsbäckerei. Ich bin damit aufgewachsen und kann mich noch gut erinnern, wie meine Mama ganz viele davon gebacken und unter dem Bett im Schlafzimmer gelagert hat. Dieses tschechische Quarkstollenrezept bedeutet für mich Familie und Heimat. Milý pozdrav do Čech. Heute möchte ich dieses genial einfache Stollenrezept mit dir teilen. Für 2 Stollen brauchen wir 500 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, 200 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 2 Eier, 180 Gramm Butter, 250 Gramm Magerquark, 3 Esslöffel Rum, 100 Gramm Rosinen, 100 Gramm gehackte Nüsse, ich nehme hier Baumnüsse, 100 Gramm kandierte Früchte und außerdem später noch 50 Gramm Butter, 100 Gramm Puderzucker und nochmals ein Päckchen Vanillezucker. Das wird ein Quarkstollen, also ohne Hefe. Das heißt, wir haben keine Ruhezeit beim Teig und der Stollen kann zwar wie ein Hefestollen gelagert werden, muss er aber nicht. Wir können ihn auch direkt anschneiden und genießen. Und der Teig ist sowas von einfach zubereitet, wie du nun gleich sehen wirst. Wir geben Mehl in die Schüssel, gefolgt von allen anderen Zutaten. Also Backpulver, Zucker, Vanillezucker, dann 2 Eier dazuschlagen. Die Butter, die ist bei mir übrigens schön zimmerwarm. Dann der Magerquark. Rum, das ist typisch tschechisch, kannst du aber auch weglassen, wenn du das Aroma nicht magst. Dann die Rosinen, Nüsse und die kandierten Früchte. Bei den Rosinen, Nüssen und kandierten Früchten kannst du auch ein bisschen variieren, das eine weglassen, wenn du es nicht magst und dafür ein bisschen mehr von einem anderen nehmen. Aber irgendwie gehören Orangat, Zitronat und auch Rosinen dazu, zumindest sind sie sehr typisch für Weihnachtsstollen. Mit der Küchenmaschine wird nun ein schöner Teig daraus geknetet. Selbstverständlich könntest du dies alternativ auch von Hand machen. Nur schon der Teig sieht für mich einfach nach Weihnachten aus. Ich forme daraus jeweils 2 Stollen, du kannst aber auch einen großen daraus backen oder natürlich 4 kleinere. Teig ungefähr in 2 gleich große Portionen teilen und dann zu einem Stollen formen. Das ist ehrlicherweise fast schon eine Wissenschaft für sich. Ich habe das Gefühl, man könnte einen Doktortitel in Stollenformen machen. Ich mache das ehrlicherweise relativ pragmatisch, möchte aber auf keinen Fall jemandem zu nahe treten, der oder die das sehr klar nach Methode XY macht. Ich lege den Teig vor mich hin und forme ihn länglich. Nun drücke ich das Nudelholz in die Mitte und rolle den Teig nach oben etwas flach, aber nicht ganz bis zum Rand. Bei der unteren, dickeren Teighälfte drücke ich die Mitte etwas ein und klappe nun den ausgerollten Teig so drüber. Der dickere Abschluss kommt da zu liegen, wo ich die Mitte eingedrückt habe. So kommt das Ganze aufs Backblech. Du kannst es aber auch einfacher machen. Forme aus dem Teig einfach ein längliches Stück und rolle es dann etwas flach. Also den ganzen Teig, ohne ein Stück dicker zu lassen. Dann einfach die eine längliche Seite zur anderen klappen, nicht ganz bis zum Rand und so auch noch ein bisschen andrücken und fertig. Ebenfalls auf das Backblech geben und dann kommen die Stollen direkt in den Backofen. Und zwar bei 180 Grad auf der mittleren Schiene. Die Quarkstollen werden ca. 40 Minuten gebacken, ab 30 Minuten immer mal wieder ein Auge darauf werfen. In der Zwischenzeit 50 Gramm Butter schmelzen und 100 Gramm Puderzucker mit einem Päckchen Vanillezucker mischen. Damit versiegeln wir nach dem Backen die Stollen, damit sie während der Lagerung nicht austrocknen.
Die Stollen sollen im Backofen eine schöne braune Farbe bekommen. Dann rausnehmen, auf ein Gitter legen und dann noch im heißen Zustand mit geschmolzener Butter einpinseln. Und das rundherum. Sobald es also nicht zu heiß ist, Stollen drehen, damit wir auch die Unterseite bepinseln können. Zum Schluss mit einer schönen Schicht von unserem Zuckergemisch bestreuen. Und schon sind unsere Stollen fertig. Das war jetzt wirklich keine Hexerei, oder? Ein klassischer Stollen muss nun mindestens 2 Wochen ruhen, damit sich der Geschmack schön entfalten kann. Viele lassen ihn auch 4 oder 6 Wochen ruhen. Bei unserem Quarkstollen, den können wir auch 2 bis 4 Wochen ruhen lassen. Wir können ihn aber auch direkt anschneiden, sobald er ausgekühlt ist. Nach dem Auskühlen verpacke ich einen der Stollen gut in Alufolie. An einem kühlen und trockenen Ort hält er so gut 4 Wochen. Den anderen wollen wir nun aber doch direkt anschneiden und probieren. So lecker. Es schmeckt richtig nach Weihnachten. Ich würde mich freuen, wenn du dieses Rezept für den Quarkstollen auch ausprobierst und uns in den Kommentaren schreibst, wie es dir geschmeckt hat. Weitere Weihnachtsrezepte von uns findest du hier. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.